Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich zeige euch heute anhand vom Lenovo ThinkPad E590, wie man sicher den Akku tauscht. Bei den Lenovo ThinkPad Geräten, die haben ja, ich kann es gerade noch mal schnell zeigen, die meiste mittlerweile fest verbauter Akku, da ist nichts mehr von außen zugänglich. Das haben übrigens die meisten Notebooks mittlerweile. Und bei den ThinkPad-Geräten ist es so, dass man den Akku, den intern verbaute, deaktivieren kann, wenn man das Gerät öffnen will. Dafür muss man mit Enter und dann F1 ins BIOS. Und dann gibt es hier unter Config und Power einen Menüpunkt Disable Built-in Battery. Wenn man das bestätigt, dann wird die quasi vom Mainboard getrennt. Das Gerät kann man danach auch nicht mehr einschalten. Die wird quasi erst wieder aktiviert, wenn man das nächste Mal das Netzteil anschließt. Das ist ja das Spezialität von den ThinkPad-Geräten. Ich kenne es eigentlich nur bei den Geräten, wo das so funktioniert. Der Akkutausch an sich ist dann kein so großes Hexenwerk mehr. Im Prinzip wird die Bodenplatte abgenommen, müssen einfach alle Schrauben raus, wobei die nicht komplett rausgehen. Die sind fest mit dem Bottom Case verbunden. Es gab auch mal ThinkPad-Serie, die hatte zwei Akkus, einer von hinten eingeschoben und einer intern verbaut. Da war es aber im Prinzip das gleiche Spiel. Dann muss man noch das Gehäuse öffnen. Da muss man an irgendeiner Stelle natürlich vorsichtig ansetzen. So, wenn man das Gerät dann offen hat und alle Schrauben richtig draußen sind, sollte man es eigentlich auseinandernehmen können. Ja. Ja. So, dann sieht man hier der Akku. Dann muss man ja eigentlich nur noch vom Board trennen und losschrauben. Ist prinzipiell immer das gleiche Prinzip. Wenn man den neuen Akku dann eingebaut hat und das Gerät sich im Akkubetrieb natürlich nicht einschalten lässt, kann sein, man muss erst das Netzteil wieder anschließen, weil man hat den Akku ja im BIOS deaktiviert. Wenn euch das Video dann soweit geholfen oder gefallen hat, würden wir uns über Bewertung, Like oder Abo freuen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.